Meine amerikanische Bank hat den Verfügungsrahmen für meine Business-Kreditkarte für einer meiner LLCs diese Woche von $27.000 auf über $100.000 erhöht und das unaufgefordert. Wie ich das geschafft habe und wie auch du das schaffen kannst, das will ich dir in diesem Video näher erläutern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema USA intensiv auseinandersetzt, entweder um dahin auszuwandern, dort ein Business aufzubauen oder dort im Rahmen eines Plan B möglicherweise Bonität aufzubauen, dann lade ich dich jetzt herzlich zu unserer Investoren- und Erlebnisreise nach Austin, Texas ein. Austin ist meine Wahlheimat. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Austin ist auch der Ort, wo unser Office ist und regelmäßig besuchen uns im Rahmen dieser Reisen Unternehmer, Investoren, Freiberufler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann werde ich dir eine Woche lang Austin, Texas und Umgebung zeigen. Und natürlich haben wir auch ein intensives Seminarprogramm, wo wir uns genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Firmengründung USA, Bonitätsaufbau in den USA, Kontoeröffnung, Visa, wenn du in die USA umziehen willst, steuerliche Implikationen und alles andere, was diesbezüglich für dich relevant ist. Auch demnächst werden wir wieder eine solche Reise veranstalten. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Dein Partner kann ohne Aufpreis mitkommen und der größte Vorteil ist, dass du von uns eine Firmengründung in den USA bekommst, inklusive einjähriger Betreuung, inklusive der Beantragung deiner amerikanischen Steuernummer ITIN, die du ja brauchst, um dann Bonität in den USA aufzubauen. Aber heute will ich noch eins drauflegen. Wenn du mit uns auf die Reise kommst, werden wir dir für 6 Monate eine echte Wohnadresse in den USA zur Verfügung stellen. Das brauchst du eben, um in den USA dann tatsächlich auch Konten bei etablierten Banken wie zum Beispiel Chase oder Bank of America zu eröffnen. Die Wohnung befindet sich in einem Vorort von Austin, Texas. Wir zeigen jetzt mal ein paar Bilder dieses Apartments. Wie gesagt, wir geben dir diese Adresse für 6 Monate als besonderes Schmankerl ohne Aufpreis hinzu, wenn du mit uns nach Texas kommst. Wie gesagt, Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nur nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte es ja schon anfangs gesagt. Ich habe vor einigen Tagen ganz unaufgefordert und überraschend eine E-Mail von meiner amerikanischen Bank erhalten. Dort hat man mir mitgeteilt, dass der Verfügungsrahmen meiner Business-Kreditkarte von $27.000 auf $112.000 erhöht worden ist. Das sind natürlich gute Nachrichten. Solche E-Mails bekommt man gerne. Ich möchte dir das E-Mail jetzt auch mal eben zeigen. So, hier kannst du dieses E-Mail sehen. Das ist von der Mercury Bank. Ich werde gleich mehr zur Mercury Bank erzählen. Das ist für einer unserer Gesellschaften, einer unserer LLCs. Great news, we just increased the IO credit limit for Firmenname from 27,000 to 120,000 US dollars. From subscriptions to employee travel, we hope the extra purchasing power helps you scale further and faster. Also mein Limit davor war 27.000, jetzt wurde auf 122.000 erhöht. Ich will dir jetzt ein paar Informationen dazu geben, damit du auch den Kontext richtig verstehen kannst. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich habe einen Wohnsitz in den USA. Ich habe eine Social Security Nummer. Wir haben mehrere amerikanische LLCs, mit denen wir tätig sind. Sie alle haben ihren Sitz in Austin, Texas, in unserem Büro. Mercury, weißt du vielleicht, ist eine Online-Bank. Bei Mercury eröffnen wir auch ein Konto für deine amerikanische Gesellschaft. Das ist das erste Konto, das wir für die Gesellschaft eröffnen. Ganz einfach deswegen, weil Mercury darauf spezialisiert ist, Konten für amerikanische Gesellschaften zu eröffnen, die ausländischen Eigentümern gehören, die also nicht in den USA wohnhaft sind. Wir haben natürlich auch noch Konten bei anderen amerikanischen Banken, wie zum Beispiel Chase oder auch Bank of America, sind aber eben auch bei Mercury mit unseren Firmen. Und jetzt kam bei Mercury gerade diese E-Mail rein. Dann habe ich gedacht, jetzt teile ich mal diese E-Mail mit dir. Das Gleiche kann man jetzt auch im Grunde genommen auf andere Banken übertragen. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Business-Kreditkarte. Es handelt sich nicht um eine persönliche Kreditkarte, aber es handelt sich um eine wirkliche Kreditkarte, also nicht um eine Debitkarte. Tatsächlich habe ich die Karte hier. Ich will sie dir einmal in die Kamera halten. Wir lassen über diese Karten unsere gesamten Business Expenses laufen. Ich kann darüber auch Mitarbeiterkarten erstellen. Diese sind dann vielfach virtuell. Du hast vielleicht vor kurzem unsere Reise nach Lateinamerika verfolgt, hier mit Harley und Manuel. Harley und Manuel haben je eine Kreditkarte von mir bekommen, eine virtuelle Karte.
Die konnten sie dann auf ihr Handy laden und konnten dann damit über Apple Pay, über Android Pay überall in Lateinamerika bezahlen. Man kann dann da das Tageslimit festlegen. Man kann natürlich auch festlegen, welche Ausgaben gestattet sind für Mitarbeiter. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, Harley, also hier in den Nightclub darfst du nicht gehen, da darfst du nicht mit der Karte bezahlen. Das musst du schön mit deiner eigenen Karte bezahlen. Hier hat man also als Geschäftsführung dann die komplette Steuerung. So, der Vorteil bei den amerikanischen Karten ist jetzt, je mehr Ausgaben du darüber tätigst, desto mehr Punkte sammelst du. Ich habe ja vor kurzem schon ein Video gemacht, wo ich dir die besten 4 amerikanischen Business-Kreditkarten gezeigt habe. Und für jeden Dollar, den du ausgibst, erhältst du dann Punkte. Bei den besten Kreditkarten 3, 4, 5-fache Punkte. Und mit diesen Punkten kannst du dann zum Beispiel bei den meisten Fluglinien sehr günstige Business- oder First-Class-Tickets kaufen. Und wie gesagt, außerhalb von Europa kannst du fast alle Ausgaben eigentlich mit solchen Karten tätigen. Man kann zum Beispiel Miete in den USA über die Karte bezahlen. Wir haben sogar Mandanten in Dubai, die kaufen dort Off-Plan-Immobilien und bezahlen dann die Raten ebenfalls mit solchen Karten. Und wie gesagt, das gibt dir dann immer wieder natürlich Punkte. Ganz wichtig ist natürlich hier zu verstehen, dass du diese Karte immer abbezahlst am Ende des Monats. Ansonsten wird dein Credit ziemlich schnell ruiniert. Hier geht es jetzt also nicht darum, dass du hier wirklich ein Darlehen von der Bank bekommst, sondern die Idee ist, dass du die Karte abbezahlst und somit im Grunde genommen dann laufend Bonität in den USA aufbaust, beziehungsweise die bestehende Bonität verbesserst. Ich nutze natürlich auch nie den vollen Rahmen dieser Karte aus, maximal 1/3, idealerweise sogar nur 10%. Auch das wirkt sich dann sehr auf die Bonität aus. Was ist jetzt neben diesen Airlines der Vorteil, wenn du Bonität in den USA hast, gerade für dein Unternehmen? Ich komme gleich noch auf die persönliche Bonität zu sprechen. Nun, wenn du tatsächlich vorhast, in den USA zum Beispiel Projekte umzusetzen, wirklich dort ein Unternehmen zu etablieren und du hast dann Bonität in der Gesellschaft aufgebaut, dann kriegst du natürlich sehr einfach dann über amerikanische Banken Finanzierung. Finanzierung für alles. Autos, Geräte, Immobilien, da sind an der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass du dafür nicht wirklich in den USA leben musst. Du brauchst zwar eine Wohnadresse in den USA und das muss auch eine richtige Adresse sein, das kann nicht irgendeine Mailbox sein, weil die Bank sieht im Computer, dass es sich um eine Mailbox dabei handelt, um eine Postweiterleitungsadresse. Deswegen hatte ich ja gesagt, wir stellen unser Mandant natürlich dann gegen eine Gebühr eine Wohnadresse im Raum Austin, Texas zur Verfügung. Das ist natürlich nicht unsere Büroadresse. Denn bei der Bank ist eben auch eine Büroadresse nicht akzeptiert. Es muss eine tatsächliche Residential-Adresse sein, also eine wirkliche Wohnadresse. Aber du musst hier nicht wirklich wohnen. Es reicht ein Adressnachweis aus. Den helfen wir natürlich dann, dir auch zu organisieren, sei es über einen Mietvertrag oder eine Utility Bill. Das Zweite, was du brauchst, ist deine amerikanische Steuernummer, deine ITIN. Und wenn du dann beides hast, die Wohnadresse und die ITIN, die braucht ein bisschen Zeit, da muss man ein paar Monate rechnen, kann man dann in den USA auch zu herkömmlichen Banken gehen und Konten eröffnen. Wichtig, ich hatte dir ja gerade eine Karte der Mercury Bank gezeigt, da brauchst du keine US-Adresse. Und da brauchst du auch keine persönliche amerikanische Steuernummer. Das geht auch ohne. Der Nachteil an der Mercury-Kreditkarte ist, dass du damit keine Meilen sammeln kannst. Die haben zwar so ein Cashback-Programm, wo du ein bisschen Cashback kriegst, aber das ist im Grunde genommen nur ein sehr limitierter Vorteil. Das Interessante sind eben die Punkte zu sammeln, die du dann in Meilen umtauschen kannst. Also wie gesagt, das erste Konto, das wir für deine Gesellschaft eröffnen, dafür brauchst du noch keine ITIN und auch keine amerikanische Wohnadresse. Aber wenn du dann eine ITIN hast und eine Wohnadresse, dann kannst du zu den großen Banken gehen, zu den wichtigen Banken gehen, wie zum Beispiel Chase oder auch Bank of America und bekommst dann deren Karten, die eben die vorhin besprochenen Vorteile haben. Wichtig ist hier vom Ablauf zu verstehen, dass du zunächst mal deine eigene persönliche Bonität aufbaust. Ja, bevor du also Bonität für deine Gesellschaft aufbauen kannst, ist erstmal ein persönlicher Credit Score wichtig. Das heißt, der erste Schritt beim Bonitätsaufbau, der Schritt, der dann nach der Firmengründung und nach der Firmenkontoeröffnung erfolgt, ist im Grunde genommen dann dein persönlicher Bonitätsaufbau. Hier fängt man üblicherweise mit sogenannten Secured Cards an. Das heißt, du hinterlegst bei der Bank eine Kaution und kannst dann darüber verfügen und diese Bank berichtet an die Credit Bureaus. Das ist sowas wie die Schufa, was im Grunde genommen deinen Credit Score verbessert. Und irgendwann kriegst du dann richtige persönliche Kreditkarten mit einem immer weiter wachsenden Verfügungsrahmen. Und wenn du eine gute persönliche Bonität hast, dann kannst du im Grunde genommen auch für deine Firma diese Business-Kreditkarten beantragen. Und auch dort wird dann der Verfügungsrahmen laufend erhöht, so wie du es
in unserem Beispiel gesehen hast. Was ist überhaupt der Vorteil, nochmal eine amerikanische Bonität aufzubauen? Nun, es ist ein wirklicher Plan B. Es ist wirklich ein komplett separates Finanzsystem von dem in Europa mit komplett anderen Regeln. Die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Wenn du dir überlegst, was da alles gerade in Europa passiert, was da auch in Zukunft auf uns zukommen wird, Informationsaustausch, DAC 8, AMLA, das zentrale europäische Kontenregister, wo alle EU-Konten drin erfasst sind. Wenn das alles Dinge sind, über die du dir Sorgen machst und denen du dich im Grunde genommen nicht aussetzen willst, dann bist du in der Lage, in den USA eine komplett separate finanzielle Identität aufzubauen mit guter Bonität, die du dann auch wirklich im Alltag verwenden kannst. Das Ganze wird natürlich nochmal attraktiver, wenn du dann sowieso auswanderst, deine amerikanische Gesellschaft dann wirklich für den Geschäftsalltag verwenden kannst und, wie ich es vorhin beschrieben habe, sämtlicher deine Business Expenses über diese Firma und die Karten laufen lassen kannst. Also auch zum Beispiel Google Ads, Facebook Ads und alles andere, was man so an geschäftlichen Ausgaben hat. Denn je mehr Ausgaben du über die Karte laufen lässt, desto mehr Punkte, Meilen sammelst du und natürlich desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Bonität verbesserst, dass du einen immer großzügigeren Verfügungsrahmen von der Bank bekommst, was dann auch wiederum zu einer besseren Bonität führt. Also du siehst, das eine bedingt hier das andere und das eine wirkt sich hier positiv auf das andere aus. Der erste Schritt, den du machen musst, ist, wie gesagt, eine Firma in den USA zu gründen. Dann hast du ein Recht, eine amerikanische Steuernummer ITIN zu bekommen. Das ist deine persönliche Steuernummer. Dann brauchst du die amerikanische Adresse und dann kann man diese Reise beginnen. Also apropos Reise, wenn wir schon dieses Wort sagen, wenn du mit uns nach Texas kommst, dann lernst du nicht nur sehr viel über das amerikanische Rechtssystem und über das amerikanische Finanzsystem. Wir unterhalten uns natürlich dort auch detailliert dann über dieses Thema Bonität in den USA aufbauen, sondern du bekommst dann eben auch von uns eine Firma, deine persönliche Steuernummer und deine echte Wohnadresse in den USA im Raum Austin, Texas. In diesem Sinne würde ich mich freuen, dich in Texas begrüßen zu dürfen. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich lebe aber schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland und nicht mehr in der EU. Ein Schritt, den ich auch dir unbedingt empfehlen würde. Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Ich habe es nie bereut. Da ist dann auch natürlich die Texas-Reise eine schöne Gelegenheit, uns einmal mit den Einwanderern aus Deutschland nach Texas, vor allen Dingen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, zu befassen, wo sehr viele Deutsche nach Texas ausgewandert sind. Das heißt, wir sind dort in bester Gesellschaft. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.